nächsten Tag. Ja, guten Morgen, 6:15 und wir fahren wieder mal auf die Brücke zu. Heute aber nicht drüber, heute fahren wir direkt nach oben zum Hafen durch. Insofern herzlich willkommen zur Rundtour auf der Insel Mall. Jetzt schaffen wir es dann doch noch. Der Tag soll gut werden, sprich die Sonne soll nachher rauskommen. Es soll verhältnismäßig warm werden, 23 Grad angeblich, 22, 23 Grad. Wir wären auch letztlich sogar mit 20 schon zufrieden. Ja, für Jackie und mich ist es letztlich das Einlösen des Versprechens von vor 5 Jahren, als wir die Inselrunde nicht zu Ende fahren konnten. Ich hatte es ja im vorigen Video schon angekündigt, dass wir mit der Insel dann noch so eine, in Anführungszeichen, kleine Rechnung aufhaben. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran, heute wieder mitzufahren bei uns, weil die Insel Mall ist schon was Besonderes. Die zu fahren gehört nicht umsonst, bei Erik Peters zu seinen Top 5 Lieblingsstraßen in Schottland. Und die werden wir heute in Angriff nehmen. Ja, an der Stelle gleich ein Tipp. Wer plant, darüber zu fahren, ist es wirklich besser, vorher einmal nach oben zu fahren und sich die Karten zu kaufen. Ja, hier sieht man wieder den Gezeitenstrom. Ich hoffe, die Kamera kann es mal einfangen. Der ist relativ heftig hier. Das ist so vergleichbar mit dem unter dieser einen Brücke in Norwegen. Hier baut sich richtig eine Welle auf. So stark ist die Strömung. Ja, wie gesagt, holt euch die Tickets vorher. Da kann nichts schief gehen. Ich habe es versucht, 4 Motorräder, 8 Leute online einzubuchen. Das ist sehr kompliziert. Sprich, alle 4 müssten gleichzeitig auf der Seite sein und dann ist nicht sichergestellt, dass man auch wirklich alle mitbekommt. So, dann geht es an der Fähre gleich weiter. Huscht hier durch die Stadt, als wenn er sich auskennt. Man kann ja mal so tun, als ob. Ja, genau. Ist der nicht links fahren? Da haben wir es. Einbahnstraße. Ja, okay, ich sehe es gerade. Oh. Blinken lasse ich mal weg heute. So, der Fährdirektor ist auch schon da, hoffentlich. All vehicles must stop at check-in. Aber keiner da. Doch, das ist der da. Er kommt schon. Der kleine, schmale Freund da. Da hinten fährt schon eine Fähre. Coole Stimmung hier gerade. Morning, Sir. See that white fence there? Yes, I know it. You know it? Yeah, from last time. Did you need to see the ticket? We'll check them later. I see. Just head down for that. I see. Okay, thank you. Follow me. To the white fence. Genau. Zu der Möwe, die weist uns ein. Ein wunderschön aus oben, um es genau zu sagen, aus dem Hafen. Wir stehen hier und warten. Jetzt wird meiner Frau wieder schlecht. Wir warten auf die Fähre. Die Fähre kommt in 20, 30 Minuten. Wie eben schon erzählt, Fährtickets da hinten holen. Einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher reicht. Das ist ja dann auch gleich die nächste Herausforderung. Septic Tank E. Ja, doch auf der anderen Seite auch eine Klappe. Ja. Also die werden schon ihren Grund haben, glaube ich. Vielleicht haben die das noch nicht gemerkt. Vielleicht macht er die Klos sauber.
mal angekommen. Und jetzt fährt er hier sein Gerät raus, damit er auch von Bord kommt. Ja. Fritze steht hier, die anderen stehen ganz hinten auf der anderen Seite. Ja, und seid ihr wieder ganz vorne mit dabei. Ja, und diese Aktion, die wird mich in den nächsten 30 Minuten in den Hintern beißen. Denn die Kamera musste resettet werden und beim Wiederanbringen habe ich nicht nur das Mikrofon nicht richtig eingesteckt, sondern die Kamera auch am Helm nicht richtig positioniert. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Insofern kommen meine Kommentare jetzt von hier. Ja, dass die Kamera nicht mehr richtig in der Position saß, das kann man hier erkennen. Ich habe trotzdem versucht, die besten Aufnahmen rauszuziehen für euch. Wir fahren als erstes mal auf eine Landzunge und wie das Landzungen dann so mit sich bringen, muss man diesen Weg dann auch wieder zurückfahren. Zumindest mal bis zu der Abzweigung, um die komplette Insel zu umrunden. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir natürlich noch nicht ahnen, dass mal noch eine weitere Überraschung für uns bereithielt. Dass man wirklich darauf achten muss, dass das Equipment gut positioniert ist und vernünftig läuft, das ist nun klar. Bei der Gelegenheit möchte ich mal kurz was über mein Kameraequipment erzählen. Ich nutze schon seit Jahren GoPro-Kameras. Die am Helm ist eine 10er und die beiden anderen sind 7er GoPros. Rechts ist noch eine Insta360 X2 zu sehen, die ich sporadisch auch mal einsetze. Gesteuert wird das Ganze über die App, die hier auf dem Handy zu sehen ist. Eigentlich brauche ich die App nur dafür, die Kameras miteinander zu verbinden, und der Druck auf den Aufnahmeknopf einer Kamera reicht schon aus, um alle Kameras zu starten. Ich sehe auch ständig auf dieser App den Status der Batterien und den Status auch der Speicherkarten. Ja, zu den Batterien ist zu sagen, dass ich die nur deswegen in den Kameras drin habe, damit die überhaupt starten. Denn alle meine Kameras laufen eigentlich immer mit Dauerstrom. Bringt für mich den Vorteil, dass ich während der Fahrt keine Akkus tauschen muss. Die Kameras sind in der Regel immer aufgeladen. Ab und zu sieht das ein bisschen komisch aus, wenn an meiner Helmkamera da so ein Beatmungsschlauch runterhängt. Das ist aber die Stromversorgung. Die geht direkt in den Tankrucksack und da ist eine Powerbank drin. Die Heckkamera hat eine Powerbank und die Kamera, die ihr jetzt im Bild sehen könnt, die im Cockpit hängt, die sitzt an einer Steckdose mit dran. Ja, an der Stelle der Hinweis, dass ihr euch, falls ihr mit mehr als einer GoPro filmen solltet, die App von Röhnschrad holt. Die läuft im Apple Store unter der Bezeichnung Promote und für knapp 5 € habt ihr ein super Tool, eine super App in dem Moment, die ich, wie gesagt, nur dafür nutze, die Kameras miteinander zu verbinden und auch sehen zu können, wie ist der Ladezustand und wie ist der Zustand der entsprechenden Speicherkarten in der jeweiligen Kamera.
Ja, nach der 20 Minuten Rast und unzähligen Fotos, die unsere Damen geschossen haben hier. Kurzer Kaffee, ein bisschen was zu snacken und dann geht's hier weiter. Wir klären jetzt mal auf, wie es denn aussieht, wenn wir in die scheinbar gesperrte Straße reinfahren wollen. So, das war doch ganz nett da. Links kann nicht steigen. Er kann steigen, ist schon. Ich habe hier Funk-Apokalypse habe ich hier. Ja, ich auch. So, da haben wir uns dann 2 Guides gesucht, die machen uns hier den Weg frei. Muss ich selber nicht so aufpassen. Also 2, 3 Herzattacken hatte ich vorhin. Gut, jetzt fahren wir also wieder die, wie viel sagtest du waren das bis zu der Einmündung zurück? 38? Ja, jetzt noch 36. Okay, also wir fahren jetzt 36 Kilometer wieder zurück. Das war aber sowieso so vorgesehen. Und dann wollen wir diese Scenic Route fahren, aber die ist leider, haben wir erfahren, gesperrt wegen massiven Geröllgang. Am 6.8. Das war der Tag, an dem wir hier so einen starken Sturm hatten. Da wollen wir jetzt mal hinfahren, bis zu der Stelle, die gesperrt ist wegen Geröllabgang. Was eine sehr schöne Strecke ist. Und dann ja, müssen wir uns überraschen lassen, wie weit wir kommen. Und drehen wir wieder um und fahren die außenrum Strecke, die wir gekommen sind. Aber dann fahren wir auch durch diese schöne Bergschlucht, oder wie sagt man da, wo es links und rechts die hohen Hügel hat. Da würden wir dann auch wieder vorbeikommen. Nur halt von der anderen Seite. Aber es ist trotzdem spektakulärst. Ja. Wir gehen einem echt die Superlative aus. Das ist klasse jetzt hier. Das ist jetzt echt klasse. Boah, hier liegt ein Schaf, ey. Habe ich gar nicht gesehen. Das Tier. Solange das da liegen bleibt, ist ja alles I.O. Oh, liegt da ganz eine lange Hand. Ja. Oh, guckt euch das an. Das ist doch... Da kriegst du Schnappatmung hier. So schön. Ein Tier hat sich auf meine Brille gesetzt. Aber innen. Was? Auf die Innenseite. Das ist geil, wie sowas immer passiert. Jetzt sitzt es da und... Das ist weggeflogen, das Ding. Ja gut. Und der schaukelte nämlich eben schon so. Kommt ein Auto. Da kommt vorher schon eins.
Das ist halt schön, du. So schön. So, ihr Vögel, jetzt habe ich auch gleich wieder. Ja, hier würde ich mich wohl auch hinstellen mit meinem Bus. No overnight parking steht da, aber vorsichtshalber. Ja, hier auf dem Platz, meine ich. Ach so, okay. Das, ja, da drüben geht die Straße rüber. Ja. Falls sie da noch geht. Falls sie geöffnet ist. Aber das werden wir gleich sehen. Er hat bestimmt gesagt, das funktioniert. Ja. Folgt mir, ich kenne mich aus. So, jetzt kommen wir gleich an die Einmündung. Zur B8035 laut Navi. Die Scenic Route, also die... Nett. Guck mal, von hier ist es nicht gesperrt, die Straße. War nur von der anderen Seite durchgestrichen. Nee, die stellen das Schild hier hin. Ja. Guck mal, die Natur hat sich die Straße schon zurückerobert. Genau. Jetzt fahren wir einfach so weit wir kommen. Insofern. Alter, was haben die denn hier für Viecher, die hier hinscheißen? Das sind ja Saurier, Riesenhaufen. sage doch, wir sind hier im Jurassic Park. Dinos. Ich glaube, wir haben jetzt den Vorteil, dass hier keiner mehr reinfährt und uns sprich keiner mehr entgegenkommt. Auch der Baum, also ist der Hammer. Vor lauter Ergriffenheit schaltet die Kamera noch nicht mal an. Oh, Einheimische. Bleibst. Geh weg doch. Ja, besser ist das, du. Das ist wahrscheinlich die Aussicht, die er meinte. Ja, Oh, ist das spektakulär, ey. kann ich nachvollziehen. Spektakulär. Und wie weit oben wir sind. Oh. Was? Bin langsamer. Leg mich am Arsch. Oh. Hast du auch die 360er an? Alles, was wir dabei Okay. haben, Okay. läuft. Ich noch nicht. Aber gleich fängt sie an. Ja. Mal einen kurzen. Man könnte hier einen Aufkleber hinterlassen. Das könnte man, ja. Aber wir müssen das sowieso irgendwann umdrehen, da können wir es dann immer noch Auf machen. der Rückfahrt.
Unfassbar geil ist das, ey. Alter, hier ist auch schon ein bisschen was runtergekullert, ey. So, hier ist vorbei. Wollen wir kurz absteigen, alle? Oh Gott. Wenn du Das wäre möchtest. nicht schlecht. Ja, dann machen wir das doch mal. Kannst du richtig stehen? Ich glaube schon, ja. Versuch mal. Ich höre euch alle nicht heute. Ich höre dich. Ich höre dich auch. I hear you. So, liebe Freunde, ein Fußmarsch von 500 Metern, 800 Metern. Wir haben zwei Radfahrer getroffen, die sind uns entgegengekommen. Wir stehen mit dem Motorrad an der Straßensperre. Da ist eine Schranke, da geht es nicht weiter. Und wir wollten jetzt hier einfach mal um die Ecke gucken. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das da noch aussieht. Da vorne liegen dann wohl die Felsen, die die Straße gesperrt haben. So, da hinten könnt ihr es sehen. Ich vermute mal, da sind so die ersten runtergekullert. Runtergekullert sind hier immer schon ganz viele, aber eben nicht letzte Woche. Und die haben sie noch nicht weggeräumt. Aber wir sind schon ganz zufrieden, dass wir diese Aussicht, ich mache mal auf quer, diese Aussicht genießen konnten. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Also wer nach Mal kommt und die Chance hat, einmal hier rumzufahren, macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich, wenn die Straße nicht zu ist. So, jetzt mussten wir dann doch umdrehen. Damit Jackie und ich die Insel vollständig umrundet hätten können, hat uns eine Bucht gefehlt jetzt. Ich zeige es euch mal auf der Karte, bis wohin wir 2020 gekommen sind und bis wohin wir heute gekommen sind. Ja, ist leider so, kann man nicht ändern. Aber wir haben schon sehr spektakuläre Aussicht gehabt gerade. Und davon zeige ich euch mal ein paar Bilder, die wir natürlich hier gemacht haben. Leider hat sich's mit meiner Drohne hier jetzt erstmal erledigt. Die Kamera beziehungsweise der Motor, der die Kamera steuert, der wollte nun gar nicht mehr. Auf einer Single-Track-Road ist das prinzipiell egal. Der Ute meinte, glaube ich, vorne. nachher. Elke, genau. Elke meinte nachher. So, von hier mache ich jetzt nochmal ein Foto. Yep. Kannst du hier auch einmal kurz anhalten? Ich halte jetzt hier, Achtung. Mhm. Dann halten wir beim nächsten Pfosten. Genau.
Oder beim übernächsten. Und bei irgendeinem der nächsten. Nehmen wir. Also die Aufnahmen da hinten, das sind fast Aufnahmen für eine Zeitung, ey. Werbefotos. So, herzlich willkommen in Tobermory. Main Street and Harbor. So, ja, hier werden wir jetzt was essen gehen. So wie es aussieht. Nach diesem super Essen machen wir jetzt noch eine kleine, kurze Runde durch Tobermory und dann fahren wir zurück zum Fähranleger nach Fischnisch. Los geht's. Die Kirche, die eine Kneipe ist, ne? Übrigens. Nicht schlecht. Werde ich mal meiner Kinder auch vorschlagen. Ich glaube, da stößt du dicht auf so offene Ohren. Das ist aber übervoll dann. Das stimmt. Kaffeefisch? Witzige Idee mit den bunten Häusern, ne? Ja. Ja, sieht nett aus. So, und jetzt geht's zur Fähre nach Hülsehöhe. Fischnisch. Das könnte knapp werden. Mein Navi sagt, wir sind um 8 nach 5 da. Was ist hier los? Wüssten wir auch gern. Oh Mann, echt. Fahr doch Das einfach war aber weiter. heftig, ey. Oh, Gott, ey. Fahr doch einfach weiter, Trottel. Wartet er auf uns alle? Ja. Aber du fährst jetzt nicht weiter, ne? Ich wollte gerade sagen, ey. Nee, der wartet. Thank you. Ja, hier ist jetzt aber was los, du. Ja. Verkehrsaufkommen trübt so ein bisschen den Gesamteindruck. So, wir haben die Fähre geschafft. Die wollte schon ablegen. Die fährt um 10 nach ab. Wir waren um 12 nach hier. Hello. Thank you very much for waiting. Pardon me? 8 passengers and 4 bikes. Yeah, right. That's correct. Thank you very much. This was really close. But it works. Fine. Then it works. In Germany it will not work. Usually here it doesn't work. Really not. It's a good day. It's a good day. That's correct. Thank you. So, wir sind Wir in haben nicht trainiert. Erst halt. Lochaline sind Was haben wir. wir nicht? Alles gut. Wir haben jetzt 50 Kilometer bis zur nächsten Fähre. Thank you. Bye. Bye. Neue Insel, Leute. Ihr lernt, Ja, der wart ihr noch nicht. ihr lernt heute Sachen kennen. Das ist echt nicht mehr. Inselhopping. Das geht auf keinen Fish and Chips drauf. Du. Alter, wollen die ganzen Trucks hier rüber? Leck mir am Gesäß.
Aber ich glaube, in Norwegen ist es noch schlimmer, oder? Mit den Fähren. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Links fahren. Foreign Ferry. Hi. Ja, wie eben gesehen, das mit der Fähre, das war wieder so ein Kracher irgendwie. Mag voreingenommen klingen, aber sowas passiert hier. Aber bei uns zu Hause, weiß ich nicht. Die Klappe von der Fähre war oben, er sieht uns und lässt das Ding wieder runter. Weil er genau wusste, hey, die sind knapp dran, die wollen noch mit. Großartig, obwohl wir schon 2 Minuten zu spät waren. Es ist ein genialer Tag, ein absolut genialer Tag. Ich habe dann noch mit ihm kurz gesprochen und dann habe ich mich dreimal bei ihm bedankt. Und dann meinte er auch, ja, weil heute so ein schöner Tag ist, hätten sie das gemacht, normalerweise würde einem das in Schottland nicht passieren. Na, ja, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Da hat sich die Natur aber richtig Mühe gegeben hier. Ja. Auf der linken Seite? Unglaublich. Oh, steht verkehrt. Ja. Steht rückwärts. Wir können auch einen Western drehen noch. Das stimmt. Ja. Kamera an. Oh, diese Klappen, die da runterkommen. Das sieht schon Hammer, ne? genial aus. Ich halte mal hier kurz an, okay? Ja. Den Foto machen? Den blicken aber mal Gut, kurz machen. mal inhalieren hier. Möchtest du ein Foto machen, Chad? Geht es? Okay. Alles gut? Kann ich weiter? Ja. Dann da hinten, dieser Gebirgszug da. Das ist unglaublich. Ja. Es ist unbeschreiblich.
kurze Pause und weiter geht's. Tja, ich schmeiß mal einen Blick nach hinten. Das sieht so absolut irre aus. So, jetzt haben wir noch 16 Kilometer bis zur Fähre. Ich muss danach auch direkt tanken. Ja, morgen haben wir noch einen Tag und Donnerstagmorgen, also mit anderen Worten, heute ist Dienstag. Am Donnerstag geht es dann sehr früh, so gegen 7, geht es dann weg von der Unterkunft und dann schnurstracks zur Fähre. Und sowas wie vorhin brauchen wir nicht nochmal. Wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit lassen oder Zeit geben, dass wir frühzeitig da sind und nicht irgendwie auf den letzten Drücker. Ja, da drüben geht es gleich hin. Da hinten könnt ihr schon eine der Brücken sehen, die wir immer wieder überquert haben jetzt in den 2 Wochen. Das war ja, wenn man von aus Richtung Oben kommt, in Richtung Fort William fährt, waren es immer 3 Brücken, die wir überquert haben. Und dann fahren wir direkt hier am Loch entlang, fahren wir dann nach Hause. Ich glaube, das sind noch ca. 40 Kilometer. Und dann haben wir es geschafft für heute. Ich weiß gar nicht, wo du hingucken sollst. Der Rückspiegel ist Hammer, geradeaus ist Hammer, rechts ist Hammer. So. Jetzt kommen wir an die Fähre. Die ist, glaube ich, gerade drüben. Wo ist es denn? Der war da bei dem Wirtshaus. Ja, ja. Genau, hier sind wir hoch. Ach so, das sind die Warteschleifen. Ja. Klar. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Weil es so schräg weggeht. Aber es ist halt so. So, voll zurück. Und dann darf man da ein Stück rausfahren. Wir sind vor 5 Jahren, waren wir hier auf der Fähre auch schon. Da war allerdings richtiges blödes Wetter. Es hat geregnet den ganzen Tag. Aber wir sind dann quasi den Weg, den ihr jetzt gerade gesehen habt, den sind wir gefahren. Ich wiederhole mich. Du kommst um irgendeine Ecke, du fährst auf eine Fähre rauf und wow. Ja, unsere Sozia sind alle abgestiegen, sind zu Fuß raufgelaufen und die werden die 22 Pfund für alle dann einfach mal so abdrücken. Elke meinte eben, sie hätte einen Seehund gesehen. Ist sicherlich nicht so ungewöhnlich. Man muss jetzt rüber wegen der Strömung. Also es ist eine Mordsströmung hier im Moment. Noch mit dem Mistwetter. Ja, Schlimmer geht nicht mehr. nee. Im Abendlicht. Ganz blöd. Golden Hour. Golden Hour. So, das war der letzte Tankvorgang in Schottland, England, auf der Insel. So, ihr Lieben.
Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugeguckt habt, was wir hier so in Schottland treiben. Mit diesen Bildern beende ich das Video gleich, vorausgesetzt, da kommt nichts mehr so Spektakuläres wie. Es war einfach mega genial. Ja, wenn es euch gefallen hat, wow, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, ein Abo oder über einen Kommentar. Bei Fragen haut's unten rein. Es ist mittlerweile 7:30 geworden. Wir mussten auf die kleine letzte Fähre doch noch ein bisschen warten. Und wir haben jetzt noch knapp 50 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Das ist Elkes Bucht, ganz offiziell. Das ist so und das bleibt so. Ja, gut. Jetzt habt ihr auch die letzten genialen Bilder gesehen. Für morgen wissen wir noch nicht, was wir machen, müssen wir schauen. Ist noch nicht entschieden. Vielleicht fahren wir noch irgendwas und vielleicht fahren wir nichts mehr. Vielleicht fahren wir da oben rein. Wenn es noch was zu sehen gibt, dann wird es auf jeden Fall noch mal ein paar Videoclips geben. Bis dahin macht es gut. Und in dem Falle, weil es ist halt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.